Jetzt habe ich erfahren, ja eigentlich im Rahmen unseres ganz kurzen Vorgesprächs vor einer Woche, dass du ein Buch gerade auch schreibst. Magst du dazu noch erzählen, um was es sich da handelt? Na klar, das Buch ist halt wie so ein Leitfaden, kann man sagen, um authentische ayurvedische Kuren zu finden. Also durch durch mein Zusammensein mit meinem Lehrer in seiner Klinik wurde mir halt bewusst, was es für Unterschiede gibt, für gravierende Unterschiede zwischen einer wirklich traditionellen Kur ohne Geschäftshintergedanken und zwischen Kuren oder Zentren, die halt dieses Geschäftliche im Hintergrund haben, beziehungsweise dennoch andere Ansätze. So, und daraus ist diese Notwendigkeit entstanden. Also die Notwendigkeit kam einfach zum Erscheinen. Dass so ein Buch ist gut zu schreiben, um den Menschen etwas in die Hand zu geben, damit die Leute klare Entscheidungen treffen können. Weil es ist so ein großer Dschungel von Angeboten. Und wenn man dann in Europa sitzt und dann im Internet guckt, ja, was ist denn jetzt gut und was ist nicht gut, Mhm. dass man einfach wenn man dieses Buch liest, dann schon mal ein bisschen einen klareren Blick hat oder seinen Blick schleift in seiner Auswahl der Häuser. Ja, man kann dann auch schon durch die Homepage Sachen erfahren, wenn noch andere Aktivitäten angeboten werden oder ja, Ausflüge oder was auch immer. Ich habe viel in dem Buch beschrieben. Es geht wirklich darum, um ins Bewusstsein zu bringen, dass es ein traditionelles Ayurveda gibt und dass es oft wenig zu tun hat mit diesen Wellnessangeboten. Ja, die Mhm. es gibt eine Einführung in das Ayurveda, es gibt einen theoretischen Teil, einen praktischen Teil. In dem theoretischen Teil gibt es viel Ausschnitte von den heiligen Texten, mit, gemischt mit meinen Erfahrungen oder mit dem Wissen, was ich habe. Und im praktischen Teil sind halt weniger Sanskrit-Sachen drin. Da geht es dann halt wirklich darum, so wie, kann ich denn jetzt machen? Wie findet man denn jetzt eine Klinik? Was sind die charakteristischen Eigenschaften einer Klinik, was sind die Eigenschaften eines guten Arztes und so weiter. Wie kann ich mich darauf vorbereiten, auf eine Kur? Ja, das ist das Buch, das, was jetzt Ja, interessant, weil fertig geschrieben, so ja. wie ich dich verstanden, Hm? ja, interessant, weil so wie ich dich verstanden habe, begleitest du ja praktisch nur Ayurveda-Kuren grob sozusagen in Kerala, also im Süden von Indien, ne, richtig? Ja, Aber also Indien ist ja riesig und es gibt ja in ganz Indien sozusagen Ayurveda-Hospitäler, Ayurveda-Plätze, auch wenn die natürlich, also traditionell kommt es natürlich, ist es in Kerala mehr, aber trotzdem gibt es ja in ganz Indien entsprechende Ayurveda-Angebote. auf jeden Fall gibt es. Ich habe bis jetzt noch keine gefunden, habe vielleicht auch nicht genügend Zeit genommen, die wirklich meinen Ansprüchen entspricht im Norden. Ja, Mhm. das ist sehr schwierig. Ich habe ein paar besucht. Ich habe es im Varanasi versucht. Ich habe es im Himalaya versucht. Aber vielleicht muss ich mich dann noch weiter, meine Fühler noch ein bisschen weiter ausstrecken, so wie ich das damals im Kerala gemacht habe. Da bin ich wirklich über Monate von Klinik zu Klinik gefahren und habe die Kliniken besucht, Wow. Mhm. um, um andere Kliniken zu finden, weil ich fühlte, da wo ich vorher war oder irgendwas fehlte. Ich wollte was Persönlicheres, was Tieferes haben. Dachte mir so, es Mhm. muss doch mehr geben. So, Mhm. das habe ich jetzt so im Norden noch nicht gemacht, dass ich wirklich von Klinik zu Klinik gefahren bin, weil Mhm. ich auch einfach total glücklich bin mit den Resultaten, die dort die Mhm. anderen Kliniken haben im Süden. Mhm. Und im Norden kommt dann natürlich noch das Klima hinzu. Ja, im Himalaya ist es kalt im Winter. Aber wenn es da natürlich was gäbe, das wäre toll, weil dann im März, April, Mai kann man im Kerala keine Kur machen. Es ist einfach viel zu heiß. Mhm. Es wäre dann gut, noch was im Norden zu haben natürlich. Und Leute, ich meine, es ist natürlich auch ein toller Ort, ja, im Mhm. Himalaya eine Kur zu machen.
wenn es wirklich ein traditioneller Ort ist, dort in diesen Bergen zu sein, mit dieser klaren Luft da Mhm. oben, hat natürlich auch seine Heilungseffekte. Mhm. Auf jeden Fall Mhm. gibt es überall gibt es Häuser, aber ja, das Land ist so groß, Mhm. da braucht man dann schon ein ganzes Leben, um dann halt das alles abzuklappern, damit Mhm. muss man halt Ja, gezielt in ein paar Regionen gehen. ja, ja. Und hast du schon einen Titel für dein Buch? Ja, das Buch heißt Ayurveda-Therapie, Klischee und Tradition. Ah, okay. Ja, Mhm. Ja, schön. Also im super. Grunde genommen kann sich dann jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt von deinem Angebot, deine Website besuchen, dich kontaktieren, natürlich auch mal informativ das Buch lesen. Also, Ja, auf jeden Fall. Ich packe alle Links unten in die Beschreibung, in die YouTube-Beschreibung. mhm. Und es gibt auch noch, wird noch einen Podcast geben über die Ernährung. Ja, das haben wir vorhin Mhm. kurz angesprochen. Diesen Mhm. Link packe ich dann auch mit rein. Da kann man sich da ein bisschen weiter informieren. Und Mhm. ansonsten, ja, die Website ist da. Mhm. Und das Buch, ich, ja, verlinke ich dann auch mit in der Beschreibung, in der YouTube-Beschreibung. Ja, super. Du, dann vielen Dank. Also im Grunde genommen so all die Fragen, die ich jetzt so selber auch hatte, hast du jetzt ausführlich beantwortet. Und ja, ich finde es auch ganz interessant, weil ich habe mich, weißt du, ich reise ja schon seit 20 Jahren so nach Indien. Für mich ist das nichts mehr Besonderes. Mittlerweile fliege ich ja teilweise auch ganz oft nur noch mit Handgepäck, weil ich halt dann einfach weiß, in welche Region ich fahre und was ich mitnehme. Und ja, aber für viele ist es einfach wirklich eine große Hürde. Und ich habe mich mit zwei Freundinnen unterhalten, die dann auch gemeint haben, oh meine Güte, also so Indien, ich glaube, wenn viele Indien hören, dann ist schon mal so eine Hürde da, weil wie gesagt, das ist halt nicht vergleichbar jetzt so mit diesem Asien, Thailand, Vietnam, Kambodscha, alles, was es da so gibt. Das ist wirklich nochmal eine komplett andere Hausnummer. Und dann finde ich super, wenn du ja einfach Menschen hilfst, dann über diese Hürde zu springen. Ja, genau, das war das Ziel, diese Hürden aus dem Weg zu räumen Ja. oder den Menschen zu helfen, über diese Mhm. Hürden zu gehen und sich nicht davon Mhm. abschrecken zu lassen. Weil, na klar, ich Ja, meine, man hat ein bestimmtes Bild von Indien, auch durch die Medien, ja, ja, ja. aber das ist veraltet teilweise auch das Bild. Und es ist natürlich ganz anders, wenn Mhm. man vor Ort ist. Und es wird wirklich für einen gesorgt in den Kliniken. Manche Leute denken, denn die müssen die ganze Zeit auf dem Boden schlafen oder auf so einem Klapperbett. Und so, das ist natürlich schon alles komfortabel und auch sauber. Vielleicht nicht die Hygiene, die es in einem deutschen Standardkrankenhaus gibt. Ja, Mhm. aber klar, darauf wird ja achtet. Alles, das Essen ist frisch. Mhm. Die Leute sind total Mhm. im Herzen drin. Das ist eigentlich, was die Menschen auch sehr Mhm. berührt, die kommen. Einfach Mhm. Ja, diese Wärme zu spüren, diese menschliche Wärme zu ja. spüren, auch während der Behandlungen. Dieses Mhm. Caring, sagt man ja Mhm. im Englischen, dieses Sorgen und Umsorgen, ja. dieses Umsorgen, dieses Liebevolle, was die einfach im Blut haben, die Inder, dieses Mhm. Mitfühlende. Ja, berührt die Menschen sehr, wenn sie kommen. Mhm. Das trägt natürlich auch zur Heilung bei, Mhm. zum Wohlbefinden. Mhm. Okay, na Ja, vielen und ich Dank. finde Ja, ja, ich finde auch, dass das ist noch so ein Punkt, wo es ja bei uns hier gerade, also ich bin ja jetzt in Deutschland, aber wo es uns Deutschen auch so dieses Umsorgende, was hier ja nicht so wirklich da ist, ja, und was auch einfach, ja, so gut tut. ja, auf jeden Fall Also gut tut. von Das ist dem, Balsam für die Seele. Man hat zwar so ein genau, paar ja, Herausforderungen während der Kur, ja, aber im Grunde ist es Balsam für die Seele, weil es spricht das ganze Wesen an. ja, Ähm, halt, es gibt auch Rituale, wir machen auch Feuerrituale, um halt auch die mhm, spirituelle Seite
zu berühren. Also es ist wirklich Mhm. dieser ganzheitliche Ansatz. Es ist einfach ein ganzheitlicher Ansatz, der das ganze Wesen anspricht. Mhm. Und ja, es gab oft Mhm. auch Menschen, wenn sie fahren, die weinen dann. Die sind einfach so berührt, die sind Mhm. dann, haben sich Mhm. so da so wohl gefühlt. Das tut denen so gut, einfach in so einem Rahmen zu sein, in so einem Kontext Mhm. und dann wieder raus in die brutale Welt. Äh, ja, aber Mhm. ja, Mensch, vielen, vielen Dank für diese ganzen Ja, Fragen. Ich ja, hoffe, gerne. das war ein sehr schönes, nettes Gespräch. Ich hoffe, das Ja, antwortet. das waren ja im Grunde genommen auch meine Fragen, ja, weil als wir uns da im März getroffen haben, habe ich mir gedacht, so, oh wow, also von so einem Angebot habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört. Und dann, ja, waren das halt einfach so die Fragen, die ich im Kopf hatte. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal ein Interview dazu Ja, machen. es wird auf die Fragen von vielen Menschen vielleicht antworten. Ja, Ja, ich hoffe. ich hoffe auch. Und Und wenn wenn nicht, nicht, dann hatten können wir Sie einen dich schönen ja immer Moment. noch direkt kontaktieren, falls noch irgendwo eine Frage auftaucht, die wir jetzt gerade nicht besprochen haben. Ja, gerne, auf jeden Fall. Also, ich packe den Kontakt in die Beschreibung. Man kann mich jederzeit kontaktieren. Wunderbar. Dann Dann vielen Dank. vielen Dank, liebe Yvonne. Habt noch einen schönen Tag und auf ganz Ebenso. bald. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.